Ich bin wieder am Flughafen. In einem Flugzeug? Ich fliege nach Toulouse und ich starte Airbus für Swiss Behind the Wings mal wieder einen Besuch. Herzlich willkommen zu Swiss Behind the Wings. Mein Name ist Michael Stief und heute schauen wir uns an, wie unsere wunderschöne Special Livery auf unserem ersten A350 angemacht wird. Das mache ich nicht alleine, sondern zusammen mit dem Antoine Lisboa, Head of Brand Identity and Design bei Swiss. Hallo Antoine. Bonjour Michi. Hallo, schön dich zu sehen. Schön, dass wir uns hier treffen dürfen. Ja, sehr. Du zeigst mir heute was ganz Spezielles. Lass uns heute unsere Special Livery gemeinsam entdecken. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Antoine, du bist ja zum einen für diese wunderschöne Swiss Senses Kabine verantwortlich. Du hast die entwickelt, aber du bist nicht nur für die Kabine verantwortlich, du bist auch für die Außenhaut, für diese Special Livery. Du bist die Mastermind hinter dieser Special Livery. Was war die Idee dahinter? Mit dieser Special Livery wollten wir unsere Verbindung, also wir Swiss, unsere Verbindung mit der Schweiz inszenieren, feiern und dabei zeigen, wie die große Diversität unseres Landes. Und wir hoffen natürlich damit für die Personen, die unser Land noch nicht besucht haben, dass sie dank dem wecken wir die Lust, in die Schweiz mit Swiss zu fliegen. Antoine, ihr habt hier in dieser Special Livery keine offensichtlichen Klischees verwendet. Wie habt ihr euch denn für diese Sujets entschieden? Unser Ziel war, dass wir eine gute Balance hier auf der Livery illustrieren von Sujets, die man kennt. Das ist die Schweiz. Dann in eine zweite Lektüre, in eine zweite Ebene, dann eben etwas zu reveal, das nicht unbedingt so bekannt ist. Und das ist, wo es spannend wird. Es ist so diese zwei unterschiedliche Ebenen, ja. Wo das ganze Projekt spannender und reicher macht. Zu den Farben, für die ihr euch entschieden habt. Ich sehe das Bordeaux-Rot, das haben wir in der Kabine zum Teil auch, jetzt auch hier in dieser Special Livery. Wie habt ihr euch für die Farben entschieden? Also unsere Herausforderung hier ist eigentlich, also der Startpunkt ist natürlich unser Logo. Swiss und unsere Rot auf der Heckflosse, das ist das Swiss Rot. Und zusätzlich zu Swiss Rot, zu diesem Swiss Rot, haben wir sogenannten Designfarben, eine Palette von mehreren Farben, die wir eben für das Design der Marke einsetzen. Wir haben hier in der Tat eine davon genommen, Bordeaux. Eine andere ist unsere Salbei-Grün als Komplementärfarbe vom Rot und Bordeaux eingesetzt. Und ja, das stimmt, das sind auch Farben, die man an Bord wieder findet. Und damit hat man auch so einen Dialog zwischen Außenlivery und dann der Moment, wo der Passagier dann an Bord einsteigt. Ah, sehr schön. Aber es ist interessant, ich würde Bordeaux-Rot und Salbei, weißt du, so auf den ersten Blick nicht verbinden. Wie kommt man auf die Idee? Die Idee war auch, eine Balance und eine Spannung zu kreieren. Ja. Rot, Bordeaux sind warme Farbtöne und Grün ist eine kühle Farbe. Und das ist genau diese Mischung von diesen zwei Farbtönen als Komplementärfarben, die das Ganze eben spannend machen. Ah, sehr interessant. Jetzt möchte ich dich noch persönlich fragen, was ist denn dein liebstes Sujet? Das ist sicher schwierig. Oh, das ist schwierig. Also ich finde, unsere Helvetia, das war für mich eine Überraschung, eine positive Überraschung, weil ich finde, damit hat Frederik Siegel es ganz gut geschafft, auch unsere Ikonografie oder unsere ikonografischen Elementen in eine spielerische Art einzusetzen, überraschend und eine Art, dass man so vielleicht nicht gedacht hat. Und nachdem guckt man vielleicht diese Ikone mit anderen Augen.
Das gefällt mir sehr. Es gibt aber mehr so generell etwas, das ich sehr gut finde, wo ich sehr zufrieden bin in diesem Projekt, ist die Tatsache, dass wir hier eigentlich ein Kunstobjekt haben. Und wir machen damit also eigentlich Kunst erlebbar für alle, die fliegen. Das finde ich besonders gut, dass, wie gesagt, dass wir so die Kunst greifbar machen können. Sehr schön. Kunst und Technik vereint und für alle zugänglich. Sehr Genau. schön. Und jetzt treffen wir Aurélien Garrigue. Er ist bei Airbus dafür verantwortlich, dass unsere wunderschöne Bemalung auch sorgfältig angebracht wird. On y va. Salut Aurélien. Bonjour Michael. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais chez Airbus? Alors je m'appelle Aurélien Garrigue, je travaille donc au bureau d'études du pôle peinture et je suis en charge de la définition des livrets des avions Airbus. Ah ok, très bien. Il faut dire que toi, tu n'es pas plus petit que moi. C'est ici le sol qui est comme ça. Tout à fait. C'est important. Bon, voilà. Alors, c'est comment le processus ici pour l'application de cette... C'est pas de la peinture, non? C'est pas de la peinture, c'est du film adhésif. Ah. On a proposé cette solution à la compagnie suisse parce que l'un de leurs exigences, c'était que cette décoration soit enlevable au bout d'un certain temps. Et ce sont comme des stickers, non? Oui, que vous c'est mettez. ça, c'est des films adhésifs. Ah ouais, voilà. Des bon, stickers. Ça, c'est le film adhésif, voilà. Mais où on imprime ça? Tu peux pas le faire dans le bureau, non? Dans un imprimateur? Non. Ça se fait où? On imprime ça chez un de nos fournisseurs qui a ses installations dans la région. Ah ok, bon. C'est comme un puzzle, c'est-à-dire que la première étape du travail, c'est de projeter cette image dans un environnement 3D de l'avion. La donnée d'entrée que le client nous a fournie, c'est un plan 2D. On le projette sur l'avion. La deuxième étape, donc, c'est de découper cette très grande image en plusieurs petits morceaux d'images qui vont venir recomposer l'image comme un puzzle, une fois assemblée. Par exemple, si on prend là les jockeys là qu'on voit, ce sont combien de morceaux de films adhésifs que j'ai? Pour les jockeys, on est à environ une dizaine de morceaux. Dizaine? Pour un jockey ou pour les deux? Pour les deux jockeys. Ah, mais on voit rien. On voit rien justement parce que les films ont une certaine opacité. L'encre imprimée sur les films fait qu'on n'arrive pas justement à déceler les jonctions entre les morceaux d'image. Aurélien, quand Suisse t'a approché avec ce projet, avec cette idée, c'était quoi ta réaction? Ma première réaction, ça a été de me dire que ça allait être un gros challenge, mais aussi une grande fierté de pouvoir participer à ce type de projet unique. Et toi, Antoine, pour toi, c'était toujours clair, bon, Airbus, ça va aller? On a poussé les limites du possible. Aurélien a raison, c'était un gros défi. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est les processus qu'on a mis en place. On a d'abord commencé à vérifier un côté de l'avion, ensuite le deuxième côté de l'avion. Donc il y a eu vraiment comme ça des processus qui ont été mis en place, qui m'a du coup aussi rassuré, je l'avoue. Et pas seulement moi, je crois que pour tout le monde, ça a été des étapes importantes dans le projet pour pouvoir faire en sorte que justement le résultat soit au niveau de nos attentes. C'est ce qui a permis de nouer des liens particuliers aussi, le fait d'avoir suivi ce projet d'aussi près avec vous. Ça nous a permis de créer des liens vraiment particuliers et c'est aussi pour ça, à mon avis, que ce projet, c'est un succès. Ici, on se retrouve dans une autre dimension, sur 60 mètres de long, ces couleurs qu'on a définies pour parfois des surfaces beaucoup plus petites. Évidemment, c'est toute une autre approche où il va falloir chaque fois ajuster et puis travailler dans le détail pour être sûr que le résultat final correspond à la même couleur, peu importe que cette couleur existe au niveau digital, Swiss.com ou sur nos menus à bord ou sur la livrée de notre avion. C'est une combinaison des très grandes surfaces et des
tout petits détails aussi, hein, c'est très intéressant. Tout à fait. Ouais. Et tu espères qu'il y a un autre projet qui vient? Oui, j'espère. Ouais, ouais. Alors, il faut faire du On travail. accueillera avec plaisir ce genre de projet. On verra. Qui sait, c'est vrai, pourquoi pas. Ich bin total von der Wanderlust erfasst und ich hoffe, du auch. Schön, bist du dabei gewesen bei dieser Folge von Swiss Behind the Wings. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.